Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Heute haben wir wieder großes Programm und zwar geht's auf den Retrogramm Flohmarkt nach Darmstadt. Das Ganze wird dort von Senat, von dem Kanal Retrogramm veranstaltet. Und ja, das große Programm ist eigentlich nicht nur dorthin zu fahren und den Flohmarkt dann oder die Retrobörse, was es ja im Endeffekt ist, dort mitzunehmen, sondern ich gehe vorher noch den Alex abholen. Den kennt ihr vielleicht aus dem letzten Video von der Retro Gaming Night von Retro Gaming Night von der Retrobörse Saar. Und da habe ich den interviewt. Wenn nicht, verlinke ich euch gerne das Video mal, entweder hier oben oder unten in den Kommentaren oder in der Endcard oder sonst irgendwo. Und ja, den nehme ich einfach mal mit. Und wir peilen dann zuerst einen Flohmarkt an, der einfach ums Eck in Darmstadt ist. Gucken mal, ob es dort noch was zu sehen gibt. Ich bin mir nicht sicher, wie viel es dort noch abzugrasen gibt, weil es relativ spät ist, bis wir schon dort sind für den Flohmarkt. Und danach geht es dann eben auf den Retrogramm, auf die Retrogramm-Börse. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ganze aufbaue, ob ich 2 Videos draus mache, den Flohmarkt in Darmstadt und dann die Retrogramm-Börse. Das werde ich davon abhängig machen, wie viel es zu sehen gibt, was ich an Aufnahmen habe. Ob es dann wert ist, 2 draus zu machen oder ob ich es kombiniere. Aber jetzt gehe ich erstmal Alex abholen und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro. Ja, servus Leute, kurze Meldung zwischendurch. Ich bin nicht mehr allein, wie ihr seht. Sagt Hallo zu Alex. Ich bin Alex. Und ja, es ist jetzt nur noch gute 10 Minuten, knappe Viertelstunde bis zum Flohmarkt. Und dann schauen wir mal, was es dort gibt. Und ich bin gespannt. Die Zeit ist jetzt wirklich verflogen. Wir haben gut gequatscht. Anekdoten aus der Vergangenheit, der Gaming-Vergangenheit. Und ich glaube, Alex, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich auf der Fahrt. Momentan ja. Momentan. Kann sich noch ändern, werden wir mal sehen. Okay, also, wir melden uns gleich nochmal, dann vielleicht nicht mehr ganz so laut. Ich hoffe, das klappt mit dem Audio hier irgendwie im Auto. Bis gleich, Leute. Ja, was stellt man sich drunter vor, wenn man liest Technologiepark Tor 3 und 5 was, ne? Ich meine ja. Soll der Flohmarkt sein. Wow, Technologiepark, 2 Tore voll mit Flohmarkt. Da stellt man sich was anderes vor als das, was hier ist. Es sind wie viele Stände? Ich schätze auf 20 bis 30 höchstens. 30 ist glaube ich schon optimistisch. Wir streuen mal gleich drüber, aber viel wäre das nicht. Bis gleich, Leute. Jo, Viertelstunde um den Block gekurvt, bis wir es gefunden haben und dann in 5 Minuten drüber. Also es war echt nicht der Rede wert. Ein Stand, der Videospiele hatte. Von insgesamt wie viel? Du hast durchgezählt? Es sind tatsächlich 16. 16, noch nicht mal die 20 voll. 16 Stände. Und ein Stand hatte Videospiele. Call of Duty World War II für 25. Alle Download-Codes noch da, bla bla bla. Aber ist halt noch zu neu. Ansonsten hat er an DS-Spielen, das war nur so typischer Mädels-Ponyhof-Kram. Und ganze 3 FIFA-Teile für die Xbox 360.
habe ich gar nicht durchgeguckt. Ich habe nur nicht durchblättern sehen und habe nur FIFA. Ja, okay. Und das war alles, was an Videospielen da war. Ne? Also echt mehr als arm. Vielleicht waren aber auch die Jungs vom Retrogramm vorher da und haben Aber wahrscheinlich die ganze Stände dann komplett alles geplündert und die haben schon eingepackt, weil sie um 9:30 Uhr nichts mehr zu verkaufen hatten. Ne, also hier war nichts zu reißen und wird auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nichts zu reißen sein. Ich glaube nicht, dass der es nie wert ist zu besuchen. Na denn, umso pünktlicher sind wir auf dem Retrogramm oder auf der Retrogramm-Börse, auf dem Retrogramm-Flohmarkt. Dort geht's jetzt hin. Ja Leute, keine Börse ohne Interview. Ich habe hier den Senat bei mir, einem der Organisatoren. Und ja, Senat, stell dich einfach mal vor. Hi, ich bin der Senat. Sehr ausführlich. Sag Hallo, Senat. Hallo, Senat. Nee, kurz zu dir. Du veranstaltest diese Börse, du bist auf YouTube unterwegs. Und wie ist es denn zu der Börse hier überhaupt gekommen? Ist jetzt nicht die erste. Wie ist es zu der Börse gekommen? Ich veranstalte diese Börse natürlich nicht alleine. Hinter mir, neben mir, vor mir, über mir und unter mir ist der Stefan. Jetzt gerade nicht zur Zeit. Übrigens, das ist ein geiler Nupsi hier auf deinem Mikro. Genau, das ist das Mikro selbst. Das ist schön. Natürlich macht man so eine Börse, beziehungsweise ich nenne es ja nicht Retro-Börse, es ist ein Retro-Flohmarkt. Man möchte da anderen großen Jungs... Hi Jens, nicht ans Bein pinkeln und sonst irgendwas. Vom Konzept ist es ein bisschen anders, aber am Ende geht es eigentlich darum, viele Menschen, ein paar Leute, die Sachen verkaufen und hoffentlich haben alle viel Spaß. Und wie gesagt, der Stefan Fischer ist mein Kompagnon in dieser Party hier und wir sind heute hier in Darmstadt in der Krone, der Goldenen Krone. Das ist die goldene, ganz wichtig. Goldene Krone, die goldene Krone. Ganz, ganz wichtig. Es ist ein etwas älteres Gebäude hier in Darmstadt, relativ zentral gelegen und dieses Gebäude hier versprüht halt seinen eigenen Charme. Es ist extremst verwinkelt. Wir haben dunkel.
Es ist dunkel, ja, es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen grungy, ein bisschen. Ja. Jedes Wochenende, eigentlich fast täglich, also unten hat eine Kneipe auf und fast jedes Wochenende gibt es hier Konzerte und es gibt auch Themenabende, wo der Stefan jetzt auch dick seine Finger im Spiel hat, und zwar, es gibt hier in Rhein-Main-Gebiet gibt es die Synthwave-Partys von Miami Cyber Nights, also wenn ihr so auf Retro-Wave, Neo-Retro-Wave und sowas abfahrt, ist Stefan euer Mann, und zusammen mit ihm machen wir den Kram hier, ich bringe den Retro-Kram, er bringt die Location, und zusammen haben wir gesagt, wir machen einen Retro-Flohmarkt. Ja, und die 80er, die quellen hier ja aus allen Poren in dem Haus mit der Synthwave-Party, mit dem Retro-Flohmarkt hier. Es schwitzt Geschichte. Das Haus schwitzt Geschichte, gerade im Sommer. Und gerade heute. ja, da steckt man leider nicht drin. Aber wir haben das Glück, dass heute auch der kühlste Tag vorerst mal in der Woche ist. Und das muss man, ja, nicht 36 Grad, nur noch 33 Grad, Ja. aber der kühlste Tag. Und man muss aber auch sagen, der große Vorteil von dem Gebäude hier, die Krone, wenn sie einmal aufgeheizt ist oder wenn sie mal eine Grundtemperatur bekommen hat, dann wird sie auch nicht wärmer. Das heißt, draußen können 50 Grad bleiben, drinnen sind es immer noch 35 Grad. Sind's schon längst 50. Ja, das S in Senat steht für Schwitzen. Es ist wirklich leider warm, und obwohl wir halt in einigen Räumen Klimaanlagen haben, beziehungsweise Gebläse haben, man kriegt das halt nicht Es raus. kommt nicht, nee. Du bist selbst auch Sammler, Spieler? Ich bin und Horter. bist du Ja. Horter, also kein Sammler, ne? Also Ich horte erst mal nicht mehr, ich gucken. sammle nicht mehr, ich horte mittlerweile, ja. Okay. So, das heißt, du hast auch gar keinen Fokus auf irgendein System oder auf ein Ziel hin, sondern Flohmarkt, günstig, komm mit. Flohmarkt, es gefällt mir, es kommt mit. Also ich achte wenig auf Preis, was mir gefällt, wo mein Herz dran hängen bleibt, dann geht da die Hose und das Portemonnaie auf. Ich bin jetzt im Jahre 2018 bin ich nicht mehr gewillt, immer meine Hose also runterzulassen. Vor einigen Jahren war das wesentlich anders. Wenn ich unbedingt was haben wollte, habe ich nicht auf den Preis geguckt, weil es hat mir gefallen. Und wenn es ein Sammelgebiet gibt, wo ich sagen würde, von wegen da komme ich her oder das habe ich angefangen, sind es Handhelds. Also Handhelds mit Cartridge-System, also sprich wechselbaren Games. Und das ist so das Ding, wo ich halt irgendwann mal angefangen habe, vor zig Jahren mit einer Sammlung, wo du halt anfängst standardmäßig mit Gameboy und dann, es gibt ja den Gameboy in anderen Farben, dann fängst du halt dort an und dann fängst du halt, es gibt den Gameboy Pocket, es gibt den Gameboy Pocket in mehreren Farben. Und dann gehst du da immer weiter und irgendwann landest du bei Mega Duck, bei Sega Nomad, bei PC Engine GT, bei MB Microvision. Da auch, ja. Gerade da, wenn du anfängst, von wegen, das ist, Ja. da hat es mehr oder weniger angefangen mit den ganzen portablen Cartridge-Systemen, aber es gibt so vielen abstrusen Shit da draußen, Game Master, Gamate, es gibt WonderSwan, WonderSwan Crystal, WonderSwan Color, Tiger, Neo Geo Pocket, Gamecom, okay. Tiger, also es gibt, ich habe noch nicht einmal eine Liste, aber glücklicherweise, wo wir gerade darüber sprechen, hey, falls ihr zufälligerweise auf der Gamescom sein solltet, vielleicht auch nicht, ich bin voll stolz und freue mich total, dass ich da 1-2 Vitrinen bekomme, wo ich halt ein paar von meinen Handhelds ausstellen darf. Das ist dann im Zuge von der anderen Ausstellung wer macht die große Ausstellung bei der Gamescom? Insgesamt das Ganze, die komplette Halle 10.2 macht der René von Haus der Computerspiele, und dieses ganze Ding hat eigentlich den offiziellen Namen Family and Friends Area, aber so in der Retro-Szene ist es eigentlich nur noch die Retro-Halle. Und das ist sowas wie so ein Kindergeburtstag-Klassentreffen, alles Mögliche. Also da treffen sich immer die ganzen Vollhonks, die sich jedes Jahr sowieso hier auf der ganzen Retro-Börse und Retro-Flohmärkten treffen. Und es ist immer wirklich, wirklich wunderschön und es ist wirklich wie so ein Familientreffen. Ja, und dort hatte ich auch vor ein paar Jahren das erste Mal Tennis for Two gespielt, was natürlich für einen Retro-Spieler ein Muss ist, ne? Ja. Dieses Jahr, worauf ich mich auch sehr besonders freue, wenn alles gut läuft, haben wir mal wieder mit dem Flip und Arcade Museum in Seligenstadt. Genau. Übrigens auch eine wunderbare Sache, wenn ihr in Frankfurt Rhein-Main-Gebiet wohnt oder herkommt oder sowas in Richtung. In Seligenstadt gibt es das Flip und Arcade Museum. Nicht so viel Werbung machen, das ist jetzt schon überlaufen, habe ich gehört. Ich war noch nicht da, aber... Ja, in Sommermonaten gibt es dieses sogenannte Sommerloch und da geht das schon. Aber auf der anderen Seite, wir sind leider kein Geheimtipp mehr. Es ist relativ überlaufen, 190 Leute, dann gehen erstmal die Schranken zu und dann warten wir erstmal, bis die Leute raus sind. Aber falls ihr noch nie da wart, guckt euch das Ganze mal an. Es sind 2 Etagen, 700 Quadratmeter, 300 Geräte auf, also ungefähr Hälfte, grob ungefähr Hälfte, Flipper und Arcades.
Und wenn ihr irgendwie so in den 80ern mal aufgewachsen seid und den ganzen Kram noch kennt, kommt noch vorbei. Den Kram kann man, also gegen einen Unkostenbeitrag von 16 Euro als Eintritt kannst du da die ganzen Geräte oder könnt ihr die ganzen Geräte auf Freeplay bespielen. Wenn man den Kram noch kennt. Es gab ja die Arcades, die waren ja bei uns gar nicht so vertreten. Ne? Leider nein, ja, in Deutschland war... Der Deutsche, der kennt es aus dem Urlaub in Italien oder Spanien. Das ist für ihn die Erinnerung an die Arcades, aber nicht hier irgendwie. Es stand mal ein Flipper oder eine Maschine irgendwo in der Kneipe, aber das war es dann auch schon fast. Stimmt schon, aber diese Retro-Waves nenne ich jetzt einfach mal, das schwappt ja immer wieder über, das ist halt wellenmäßig und dank Stranger Things gab es halt auch schon ein paar Anfragen, hey, wir haben so Teile im Fernsehen gesehen, bei Netflix gesehen, wir haben jetzt gesehen, bei euch in Frankfurt, beziehungsweise Seligenstadt, aber irgendwie, bei euch in Frankfurt stehen ja auch so Geräte rum, kann man die bespielen? Ja, klar, natürlich, kommt vorbei. Und dann sind dann Leute, die zum ersten Mal diese Teile gesehen haben, die sie, also beziehungsweise nur aus Film und Fernsehen und sowas gesehen haben, die kommen dann vorbei und sind total verwundert, dass man sich damit stundenlang bespaßen konnte und ganz ehrlich auch sehr oft auch pleite ging. Das absolut, ne? Eine typische Geschichte von den Quaders, die ausgingen und die Maschinen, die kaputt waren. Ja. Atari. Du hast jetzt gesagt, Seligenstadt und so weiter. Das letzte Mal hatten die Arcades hier wegen einer Veranstaltung, die vorher war. Genau. Deswegen ist diesmal nicht. Aber du hast mir auch im Vorfeld gesagt, du willst das jetzt hier nicht zu einer Retro-Convention, Retro-Con ausufern lassen, sondern ihr wollt das dann schon als Flohmarkt behalten. Genau. Letztes Mal war beim ersten Retro-Con-Flohmarkt, hast recht, standen 4 Geräte, glaube ich, vom Flipper und Arcade Museum hier. Das lag aber nur daran, dass eine Woche vorher der Stefan eine Synthwave-Party hier hatte. Hätte er nicht letzte Woche eine veranstalten? So? Im November ist, glaube ich, wieder was. Ach komm, wenn ihr Arcades spielen wollt, kommt nach Seligenstadt. So, zack. Und nein, es ist also so ein Ding wiegt knappe 150 bis 200 Kilo, je nachdem. Ekelhaft. Und hier geht es Treppen hoch, Treppen runter und es ist alles ein bisschen verwinkelt. Und es ist eng. Es ist verwinkelt, aber es macht dann den ganzen Charme dieser ganzen Retro-Geschichte hier aus. Und weil er letztes Mal, wie gesagt, hier diese Veranstaltung hatte, hat er bei uns da angefragt und so habe ich ihn überhaupt kennengelernt, ob wir ihm ein paar Geräte hinstellen. Das haben wir dann gemacht. Und eine Woche später war dann halt der Flohmarkt und deswegen standen diese Geräte rum und das war dann echt ein schönes Plus. Ja, heute hattet ihr auch ein Gerät vom Collector Couple. Vom Collector Couple, ja genau. Hey, grüßt euch. Collector Couple hatte heute hier ein Fotoplay. Bartop, ne? Ein Bartop Fotoplay mit Sex Games, habe ich gesehen, bei Nipple Twister 2000 war das C-Couple auf Platz 2. Hier laufen Kinder rum, hast du das gesehen? Ja, habe ich. Aber die ganzen... es war hinterm Vorhang und ab 18 war ausgeschildert und so. Ist alles korrekt verlaufen. Stefan und ich standen davor. Ich meine, er schaut uns an. Wir waren wirklich wie Brocken vor dem Monitor. Nein, leider hat niemand großartig das Spiel so gut gespielt, dass er da Nippel sehen konnte. Aber auf jeden Fall, beim Nipple Twister 2000 war Collector Couple auf Platz 2. Ich habe es gesehen. So. Die haben wahrscheinlich im Keller schon lange geübt. Oder am Dachboden. Oder am Dachboden. Ja. Nee, stimmt, hast aber recht. Aber das ist ja gerade das Schöne an der ganzen Geschichte hier am Retrogramm Flohmarkt. Wir wollten es bewusst als Retrogramm, wie der Name schon sagt, als Flohmarkt auch behalten. Im Sinne von, ja, es sind sehr, sehr viele Videospiele hier. Eigentlich, hauptsächlich, aber auch sehr, sehr viel nebenher. Angefangen von... Eine Kiste Turtles, hab ich gesehen, so Actionfiguren. Der Typ meinte dann von wegen, hätte er gewusst, von wegen, dass so viele Leute anfragen wegen Figuren, hätte er noch viel mehr Figuren mitgebracht. Wir haben alte 286er, C64 Tapes. Ja, genau, hat auch noch Soundblaster und Grafikkarten. Ja, genau. Gesagt, greif einmal rein, was du hast, kriegst du für €1. Also wer was sucht an ausgefallener Elektronik, hätte können ein Schnäppchen machen. Ich glaube nicht, dass er groß was losgeworden ist. Er ist sein 286er und 2 große Fernseher losgeworden. Ja. Röhrenmonitore gehen halt scheinbar heutzutage in der Retro-Szene immer. Ja. Also ja, es ist, wir haben es wirklich versucht, so breit wie möglich zu packen, dass es nicht nur Videospiele sind. Ja. Und auch die Mischung aus einigen Händlern und vielen Privatpersonen macht das Ganze auch so ein bisschen spannend. Dementsprechend ja. Du hast auch gesagt, von wegen, hey, warum macht er nicht noch dies, macht er noch jenes? Ich habe auch gesagt, also auch ohne Absprache mit dem Stefan, aber ich glaube, das weiß er auch, das haben wir darüber auch schon mal zumindest mal drüber gesprochen, dass es weniger zu einer Retro-Convention wird, wo du halt Events halt weiter aufpustest, aufbläst. Nichts dagegen, überhaupt nichts dagegen, aber ich persönlich möchte mir diesen Stress nicht antun. Wer es macht, möchte, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Ich finde es großartig, dass ihr das macht. Ich besuche solche Sachen sehr, sehr gerne. Wie zum Beispiel in Saarbrücken? Selbstverständlich auch in Saarbrücken. Ich glaube, wenn da alles gut läuft, steht da eine Vitrine mit Handhelds rum. Irgendein fetter Typ stellt da was aus. Ich habe da was gehört, aber es ist noch nicht mehr, also wie gesagt, Veranstaltung kosten Kraft, kosten Energie, kosten absolut. Kohle und ich ziehe da wirklich den Hut vor, wer das macht.
Ich persönlich möchte es nicht tun. Dementsprechend habe ich auch gesagt, wenn ich mit Stefan was zusammen mache, er bringt die Location, ich bringe hoffentlich die Leute oder zumindest mache ich ein bisschen Werbung und tanze nackt auf irgendwelchen Tischen. Ob sie dadurch kommen oder gehen. Tisch. Du hast vorhin irgendwas mit Kindern gesagt und so. Aber wir sind ja hier in diesem kleinen Räumchen hier. Auf jeden Fall möchte ich halt weniger, dass es ein Retro-Convention wird. Ich möchte gerne, dass die Leute halt für wenig Geld, wir kosten übrigens 3 Euro Eintritt, für wenig Geld hier reinkommen und mit ein paar Sachen rauskommen. Zumindest mit dem Stempel kommt man raus. Mit Stempel kommst du rein und raus, ja, natürlich. Das heißt, du kannst dann 5-mal reinkommen für denselben Preis. Je öfter du rausgehst, desto mehr hast du von. Hast du gespart. Also je öfter du rein und rausgehst, desto mehr hast du gespart. Ja, geil. So geht's. Ne? Noch ganz kurz, wann gibt's die nächste Retro? Wurde ich schon oft gefragt. Ich weiß es nicht. Der Stefan meinte, okay. Stefan, wenn du das sehen solltest, bitte schlag mich oder nicht. Wir wollen wissen, wann ist der nächste Retro-Flohmarkt der Welt? Der nächste Retro-Flohmarkt aller Zeiten ist höchstwahrscheinlich zu 69% im November. Aber folgt mal hier bitte unter... Aber nicht am 24. Was ist denn da? Penis Enlargement? Okay. Nein, es gibt kein festes Datum. Es war einfach nur, weil wir letztes Jahr im November was gemacht haben, war halt der Monat November, aber es ist nichts geplant. Wir haben 0 Ahnung. Und falls sich der oder der andere dafür interessiert, was hier in Darmstadt passiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ungefähr hier www.retro.whatthefuck stehen würde. Das ist der Blog, mein Blog, meine City, meine Gegend, wo ich relativ selten mittlerweile Kram poste, aber dort werden sich dann die Termine einfinden. Und wenn nicht dort, dann seid mal auf Twitter oder bei Facebook unterwegs. Überall findet ihr mich unter @hashtag irgendwas Retrogramm. Egal welcher Channel, ist es immer Retrogramm. Gut, das heißt, ist nicht zu verpassen und wer sich dafür interessiert, wird drüber stolpern oder wenn nicht bei dem einen oder anderen YouTuber drauf hingewiesen. Ja, dankeschön. Ich werd euch so dermaßen zuscheißen mit Werbung. Also am besten E-Mails überall anmelden, Newsletter, ihr werdet euer Leben nicht mehr froh. Ja, folgt einfach auf Twitter, da geht das am ehesten und am schnellsten. Wie gesagt, vorausgesetzt, ihr steht auf Retrogramm, weil hier ist ja nicht nur Videospiele, hier sind auch VHS-Player, habe ich vorhin gesehen, 286er, hier sind Kassetten, Schallplatten, Audiokassetten. Es heißt Retrogramm. Jetzt muss halt jeder für sich selbst herausfinden, was er als Retrogramm deklariert. Und das machen die Händler nämlich genauso. Und die fragen halt im Vorfeld, hey, kann ich denn da auch meine He-Man-Figuren verkaufen? Hat jemand gesagt. Und ich dachte, ja klar, das gehört ja dazu. Ja, aber Toys halt, ne? Retro-Toys, das gehört auch zum Retrogramm. Ja, Senat, sehr schön. Schönes Gelaber mit dir. Sehr gerne. Das ist das Einzige, was man kommt kaum dazu, selbst was zu sagen, aber das ist ja das Schöne in einem Interview, wenn der Interviewte auch was sagt. Ich danke dir recht herzlich. Die sind halt so. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke dir fürs Quatschen. Ja, gern doch. Und wir machen nochmal weiter mit dem Rundgang. Bye bye und viel Spaß mit dem Mikronippel. Piep, piep.